Mehrere Schauer, die mir über den Körper gelaufen sind. Oh, wow. Hallo, ihr wundervollen Menschen. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin die Siree. Und auf diesem Kanal dreht sich alles um Musik, den Deep Dive in die Lyrics, in die Melodien, in die Visuals und sonst, was alles sonst noch dazu gehört. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Life Coach. Und ich versuche hier immer die psychologischen und die philosophischen Perspektiven, Dynamiken, und Layers aufzuzeigen. Und heute haben wir endlich wieder mal Chinchilla auf diesem Kanal. Ich freue mich riesig. Ich liebe diesen Song Fingers. Das ist eine Live-Performance von Chinchilla, wo sie einfach zeigt, was sie kann. So. Zusätzlich dazu, dass der Text auch ziemlich gut ist. So. Ja. Wenn ihr Bock habt, mehr von meinem Content zu sehen, abonniert den Kanal, liked das Video und lasst uns jetzt reinstarten. Probably saw me let go. Panicked and you said hello. Swallowing the words you say. You know I'm not okay. Bled me till I ran cold. Now you're coming back for more. You know me, you know I'll cave. But scars will never fade. So Bevor es hier weitergeht. Erstmal die Stimme. Wahnsinn. Ich liebe diese klare Stimme, diese Klarheit und diese Range, die sie einfach mitbringt, ne, um so viele so viele Stimmungen auch damit auszudrücken, auch durch ihren Gesichtsausdruck, durch ihre Augen allein. Und wie immer ein Kostüm, das Chinchilla alle Ehre macht. Das heißt, als ich das Kostüm das erste Mal gesehen habe, fand ich es einfach sehr, 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 sehr lustig. Und dachte, was ist das? Und bis heute weiß ich nicht genau, ob es dahinter eine Bedeutung gibt. Wenn es eine gibt, gerne in die Kommentare. Sagt mir da, worum es sich handelt. Aber ich weiß, dass Chinchilla alle ihre Kostüme selber schneidert. Oder zumindest Freunde hat, aber es ist basiert auf ihrem Design, auf ihrer Idee. Und das macht sie so individuell, weil sie damit immer etwas ausdrücken möchte. So. Genau, aber jetzt zum Text. Eigentlich haben wir hier den Punkt, wo es um eine toxische Beziehung geht. Ob es jetzt Partnerschaft ist oder nicht. Aber ich habe eigentlich so viele Wunden davon getragen, von dem Miteinander, von dem, was zwischen uns war. Und gleichzeitig weißt du, wie du mich kriegen kannst, wie ich immer wieder auf dich anspringe, wie ich immer wieder klein beigebe und wieder zurückkomme und wir weitermachen. Aber die Narben bleiben und sie hinterlassen Spuren. Und Stück für Stück verändern sie etwas. Mindestens in ihr. So. Lasst uns weiterhören. more. You know me, you know I'll cave, but scars will never fade. So meet me to a clock the same as always. Favorite spot, and one by one I'll cut your fingers clean off, so you can never pull me down. One by one, I'll box them up, scream murder. No, you can never hurt no one. Nochmal zu dem Gesanglichen kurz. Auch hier nicht nur die verschiedenen Ranges, sondern auch, wie sie von diesem ganz kraftvollen zu den leisen Tönen und fast schon geflüstert sanften Tönen übergeht, die einen fast schon so wie streicheln. Und dann zack, wieder in dem kraftvollen und in dieser inneren Aufrichtung fast schon. Also zumindest gibt mir das Gefühl, als würde ich mich gleich ein bisschen mehr mit aufrichten.
mit dieser Veränderung der Stimme. Als würde sich das in mir bewegen. Und dieses, komm, lass uns treffen, an dem Ort, an dem wir uns immer total gern getroffen haben. Und dann schneide ich dir Stück für Stück nacheinander die Finger ab. Damit du niemanden mehr verletzen kannst. Und ich boxe, also ich packe deine Finger in eine Box und schreie Mörder. Damit du nie wieder jemanden verletzen kannst. Ich warne alle Menschen vor dir. Denn du hast mich unglaublich verletzt. Du hast etwas in mir zerstört, etwas umgebracht. Und das sind die Narben, die nicht mehr weggehen. Und vielleicht kennt ihr sowas. Ja, schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt. Was es in euch bewegt hat. Ob ihr einen Umgang mit den Narben gefunden habt. Ob ihr euch daraus befreien konntet und einen Neuanfang machen konntet. Ob ihr die Person offenbart, also bloßstellen konntet oder adressieren konntet, was passiert ist. Ja. Weiter. No, you can never hurt no one. So tell me where you're gone. And tell me, is the fun gone? Whoa. Maybe I should shed a tear. 'Cause this was me last year. So mean me late at night where no one hears us. I won't bite. And one by one I'll cut your fingers clean off. So you can never pull me down. Jetzt war ich abgelenkt. No, you can never hurt no one. So tell me where you're gone. And tell me, is the fun gone? Whoa. Maybe I should shed a tear. 'Cause this was me last year. So mean me late at night where no one hears us. I won't bite. And one by one I'll cut. Bevor wir jetzt da weitergehen, vielleicht sollte ich eine Träne weinen. Weil das war das, was letztes Jahr bei mir war. So. Vielleicht als Abschied davon, dass endlich diese Zeit endet. Vielleicht sollte ich eine Träne dafür weinen, dass ich mich jetzt räche. Vielleicht eine Freudenträne. Vielleicht aber auch eine der Bitterkeit, dass du mich so weit gebracht hast. Dass ich jetzt an diesem Punkt bin, wo ich auf Rache aus bin, wo ich verletzen muss, um zu schützen. Mich zu schützen, andere zu schützen. Ja, das kann alles mit eine Rolle spielen. Und dann treffen wir uns an einem Ort, wo dich niemand schreien hört, wo dich niemand retten kann. Und dann mache ich dem Ganzen ein Ende. And one by one I'll cut your fingers clean off. So you can never pull me down. One by one I'll box them up, scream murder. So you can never hurt no one. So. There's no fury like a Roman sky. And when I'll cut your fingers clean off. So you can never pull me down.
diese ganzen Wellen von, ja, von Goosebumps, von, wie heißen sie auf Deutsch? Erzählt mir das deutsche Wort. Ja, Goosebumps, ihr wisst, was ich meine. Mehrere Schauer, die mir über den Körper gelaufen sind. Oh, wow. Und es hat nicht mehr aufgehört. Diese verschiedenen... Wahnsinn, was diese Frau gesanglich drauf hat. Was sie transportieren kann, was sie vermitteln kann, nur allein mit ihrer Stimme. Und da habe ich wenig gerade auf den Text gehört. So. Sondern es geht wirklich nur rein um die Stimme, aber auch um ihren Gesichtsausdruck da drin. Und deswegen will ich es nochmal hören. Nein, 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 nein. Oh, fury let go my sky. And when I cut your fingers clean off, so you can never pull me down. Ich weiß nicht warum, ich muss es nochmal neu laden, aber irgendwie stockt er hier bei dem Video. Das ist uncool, das wollen wir nicht. Okay. Mein Internet hat anscheinend gerade aufgegeben oder die Verbindung. What the heck? Ja, danke. Frechheit. So you can never hurt no. And when I cut your fingers clean off, so you can never pull me down. When I box them up, scream murder, so you can never hurt no one. And if I were you, I wouldn't wanna fall asleep, 'cause karma's coming back for you, and she's in the shape of me. And if I were you, I wouldn't wanna fall asleep, 'cause karma's coming back for you, and she's in the shape of me, shape of me, shape of one by one. I give you, and I'm gonna win by one. So keep 'em close to you. Put your keys in your knuckles like I have to. Chinchilla Man. Was für eine Frau, was für ein Song. Der letzte Part. Wir wissen natürlich nicht, was Chinchilla passiert ist, so, worüber sie hier genau in dem Song spricht, aber es gibt so viele Facetten davon, was schief gelaufen sein könnte, was passiert sein könnte. Vielleicht war es gar keine Beziehung. Vielleicht ist da etwas gelaufen, was nicht mit Consent war. Vielleicht gab es irgendeine Form von Übergriff. Und dieses Put your keys in your knuckles like I have to. Ich glaube, ziemlich viele Frauen kennen das. Wissen, worum es hier geht. Dieses nachts alleine nach Hause laufen. Und egal, ob der Mann, der da vielleicht zufällig dieselbe Straße entlang läuft oder einem entgegenkommt oder was auch immer, irgendwelche bösen Absichten hat oder nicht, lieber auf Nummer sicher gehen und schon mal vorbereiten.
Und irgendwas haben, mit dem ich mich zur Wehr setzen kann, falls was passiert. Weil natürlich sind es nicht alle Männer, aber ein paar. Und wir wissen nicht, welcher Mann. Wir können es den Menschen nicht ansehen. Und die Erfahrungen, die dann gemacht werden, das wäre echt cool, wenn wir die vermeiden könnten. So. Und diese Angst. Und wenn dann doch was passiert. Diese Angst, das bloßzustellen, die Angst, das zu adressieren. Weil das Thema, was dann immer wieder aufkommt, ist, ja, was hast du getragen? Warum läufst du alleine nachts durch die Straßen? Hast du zu freundlich geguckt oder warst du zu aufgedonnert? So. Hast du nicht Nein gesagt? Was ist da los? Dass der Mann das bei dir gemacht hat, der muss ihn doch irgendwie gereizt haben. Und die Frau wird beschämt. Und so viele Frauen kennen das. Und es muss nicht immer gleich das große Ausmaß sein. Es reicht das kleine Ausmaß. Irgendein anzüglicher Blick vom Chef oder Kommentar von einem Kollegen. Irgendein blöder Spruch auf der Straße von irgendeinem Typen. Wenn wir da was sagen, dann sind wir gleich die Hexe. Dann sind wir die, die sich hat. Die mal ein bisschen locker werden sollte. Wenn wir dann ein bisschen locker sind, dann sind wir die Schlampe, die es nicht anders verdient hat. Aber das ist jetzt ein großes Thema und das ist ein kontroverses Thema, was ich hier aufmachen könnte. So, und auch vielleicht schon geöffnet habe. Aber es ist ein Thema, was viele, viele Frauen beschäftigt. Auch viele Frauen, die zu mir in Therapie kommen oder ins Coaching kommen. Und ich oft dann da sitze und denke, ja, sie wollen daran arbeiten, dass sie sich wieder selbstbewusster fühlen, dass sie sich wieder wohler in ihrer Haut fühlen. Und dann kommt aber der Einwand von, naja, aber wenn ich das mache, dann fühlen sich wieder mehr Männer, also dann ziehe ich wieder mehr Aufmerksamkeit von Männern. Und dann könnte wieder was passieren, was ich nicht will. Also bleibe ich doch vielleicht lieber in meiner unsicheren Schale und bin lieber ein bisschen unglücklicher, als dass mir nochmal irgendwas passiert. Und dann sitze ich da und denke, ja, es ist ja keine wilde Fantasie, sondern es gibt ja da draußen diese Realität. Und gleichzeitig immer wieder der Punkt von den Selbstwert, die eigene Energie, das eigene innere Aufrichten zu entkoppeln von den Sicherheitsvorkehrungen, die wir dennoch sehr wohl treffen dürfen, um uns sicherer zu fühlen, wo nichts gegen spricht. Aber das voneinander zu entkoppeln, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat, dass wir uns wertvoll fühlen dürfen, dass wir uns voller Energie und voller Lebensfreude zeigen dürfen, sein dürfen, innerlich auch, dass wir das leben dürfen und gleichzeitig gucken, okay, und wie kann ich aber für mich sorgen? Das ist die Herausforderung. Und es fängt damit an, und da kommen wir nochmal an den Punkt von, die Scham muss die Seite wechseln. Wir müssen es adressieren, wir müssen es nach außen bringen. Auch wenn dann vielleicht viel Shitstorm kommt. Und wie gesagt, das sind ja nicht alle Männer. Darum geht es ja auch gar nicht. So, es reicht ja, dass es ein paar Männer sind und wir nicht wissen, wer es ist, weil wir es ihnen nicht ansehen können. Es geht nicht darum, alle Männer zu beschuldigen, sondern es geht um die Achtsamkeit, um das Bewusstsein darüber und um die Unterstützung, die wir uns wünschen. So, jetzt ist es doch ein bisschen persönlicher geworden, als ich geplant hatte. Aber so ist es. Ich lasse es so stehen. Und ja, wünsche euch einen wundervollen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal, subscribt, also aktiviert die Glocke. Es kommt bestimmt noch mal was von Chinchilla. Ich habe auch schon 1, 2 Sachen von ihr. Schaut also gerne im Kanal. Ja, wenn ihr Wünsche habt, schreibt sie gerne auch in die Kommentare. Ich gucke sie mir auf jeden Fall an und schaue, was ich tun kann. Also, habt einen wundervollen Tag.